Ein Fluss wie das Meer. So nannten ihn einst die Ureinwohner entlang seiner Ufer. In ihrer Sprache hieß das Paraná, der zweitlängste Strom Südamerikas. Ein Gigant, der sich über 3000 Kilometer erstreckt. Vom Ursprung im Norden des brasilianischen Bundesstaates São Paulo über die weiten Ebenen Paraguays und Nordargentiniens bis zum Paraná-Delta vor den Toren der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Ein Teil Südamerikas, der wenig bekannt ist. Die Paraná-Region ist ein weitläufiges Naturparadies. Ihre Landschaften zum Teil noch unberührt und authentisch. Auf einem Gebiet von fast 3 Millionen Quadratkilometern. Der Paraná ist aber auch ein Symbol der Globalisierung. Entlang des riesigen Stromes treffen unterschiedliche Interessen aufeinander. Internationale Konzerne auf lokale Kleinbauern. Das Gesicht des Flusses hat sich an vielen Orten verändert, auf Kosten der Umwelt. Heute geht es am Paraná um das Überleben der Natur. Entlang seiner Ufer wohnen Menschen, die sich dafür einsetzen. Sie wollen den Fluss erhalten. Sie alle eint ihre Passion für den Paraná. Vom Dreiländereck Brasilien, Paraguay, Argentinien aus fließt der Paraná nach Süden. Entlang der Grenze zwischen Paraguay und der argentinischen Provinz Misiones. Die Region ist ein Schmelztiegel von Einwandererkulturen, besonders in der Stadt Oberá. Franzosen, Italiener, Japaner, Spanier, Russen und auch Deutsche. So wie Mutter Ines und Tochter Ingrid Grutke. Ingrid lebt als Fotomodell, Schauspielerin und TV-Moderatorin in der von hier weit entfernten Glitzerwelt der Hauptstadt Buenos Aires. Es zieht sie regelmäßig zurück auf die Farm ihrer Eltern. Oder auch die Chacra, wie es hier in der Landessprache heißt. Wir sind hier in unserer Chacra, Mama und Papa der Chacra. Ich bin hier geboren, groß geworden. Meine ganze, wie sagt man, Infantia? Kindheit. Kindheit bin ich hier groß geworden. Hier habe ich gespielt und dies ist mein Platz in der Welt. Zwischen Maniok, Maracuja und Mandarinen hat Ingrid früh Naturverbundenheit gelernt. Das ist schön. Dies ist eine Pflanze von Maracuja. Das ist die Blume, die ganze Rankel hier und sind noch grün. Oh, guck mal. Und die bleiben ganz gelb und dann sind sie reif. Das, was ich beruflich mache, Mode und Showbusiness, hat mit dieser Welt hier nichts zu tun. Es ist kaum zu glauben, dass jemand vom Lande so etwas Frivoles macht. Dass ich mich in der Natur auskenne, hat mich aber sehr gestärkt. Eine Maniokpflanze. Pflanzliches Fleisch. Carne vegetal. So. Das schält man ab und esst man. Und die rote Erde. Das ist Misiones. Bis heute bauen die Grutkes hier Tee an. Ein traditionelles Gewerbe in Misiones. Die Region um Oberá ist das größte Teeanbaugebiet in Argentinien. Anders als beim Sojaanbau auf der anderen Flussseite in Paraguay werden hier keine Pestizide verwendet. Das ist der Samen von Tee. Die wachsen hier und das ist trocken. Und dies pflanzt man 2, 3 Körner. Jeden Meter 80 Zentimeter. Und später gibt es diese Pflanze. Dann gibt es die Ernte.
Umgeben von zwei großen Flüssen, dem Rio Uruguay im Osten und dem Rio Paraná im Westen, ist Misiones ein fruchtbares Stück Erde. Der Paraná verbindet die Gegend mit der 1500 Kilometer entfernten Hauptstadt Buenos Aires. Er hat Ingrids Jugend genauso geprägt wie die Teeplantage. Ich habe viele Erinnerungen an den Paraná. Schon in meiner Jugend sind wir oft an den Fluss gefahren, um zu baden. Und heute noch genauso. Vor kurzem hatte ich ein Fotoshooting am Paraná. Und es war einfach so heiß, dass ich gesagt habe, tut mir leid, ich muss jetzt ins Wasser. Ich warf mich rein und habe den Paraná wieder gespürt. Wenn Ingrid auf Heimaturlaub ist, fährt sie mit ihrer guten Freundin Esther an den Fluss. Die Fahrt von Oberá dauert nur rund eine halbe Stunde. Unterwegs wird Ingrid von vielen erkannt. Kaum hat sie die Stadt San Ignacio am Paraná erreicht, ist das ein oder andere Selfie fällig. Nach dem Zwischenstopp an den Ruinen der Jesuitenmission San Ignacio sind es nur noch ein paar Meter bis zum Fluss. In San Ignacio windet sich der Paraná beschaulich durch die Landschaft. Dieses Idyll ist aber nicht mehr ganz so unversehrt wie in Ingrids Jugend. Unsere Konsumgesellschaft hat vieles auch in der Natur verändert. Mir fällt immer mehr auf, wie wenig wir auf unseren Planeten achten. Und mir scheint, die jungen Leute, egal wie viel sie darüber in der Schule lernen, werfen immer noch ihren Müll überall hin. Aber nicht nur das hat den Paraná verändert. Der Fluss war früher viel schmaler als heute. Aber der Staudamm hat ihn immens verbreitert. Vorher gab es viele Strände. Trotzdem sind die frühen Abendstunden hier bis heute ein Erlebnis. Mit 13 Jahren haben wir uns angefreundet und fuhren zum Paraná, um Spaß zu haben. 30 Jahre später sind wir wieder da. Wir sind zurück. Am Fluss. Von San Ignacio ist es nur ein kurzer Weg bis nach Posadas, der Hauptstadt von Misiones. Der einzige Ort, der hier im Hinterland ein städtisches Flair versprüht. Eine fast 2 Kilometer lange Brücke verbindet Argentinien mit Paraguay. Dem Paraná ist die Rückstauung anzusehen. Rund 60 Kilometer weiter flussabwärts befindet sich ein Wasserkraftwerk. Gegenüber von Posadas, am Stadtrand der paraguayischen Stadt Encarnación, liegt Puerto Trochuc. Ein Hafen benannt nach seinen ukrainischen Gründervätern. Paraguay hat keinen Zugang zum Meer, aber es hat den Paraná. Über ihn können jährlich Millionen von Tonnen landwirtschaftlicher Produkte in Richtung der Weltmeere verschifft werden. In jüngerer Zeit ist das hauptsächlich Soja, das in Barkassen abgefüllt wird. Was täglich Dutzende von LKWs anliefern, transportiert Schlepperkapitän Francisco Quiñones weiter flussabwärts zu den großen Überseehäfen Argentiniens am Paraná. Seit 3 Jahrzehnten manövriert Francisco regelmäßig große Barkassenkonvois. Sein erster Offizier, Victor Estaque, steht ihm dabei zur Seite. Der Konvoi ist 290 Meter lang und 53 Meter breit. Unser Tiefgang ist aktuell 2 Meter. Wir können aber auch bis zu 3 Meter Tiefgang haben.
Wenn es stürmt, vor allem an offenen Stellen mit viel Wind und Wellen, fangen die Barkassen an, sich zu bewegen. 20 davon oder auch noch mehr sind mit Stahlseilen verbunden und wenn sie anfangen zu schaukeln, lockern sich die Seile. Das sind die Gefahren, die wir hier auf dem Fluss so haben. Eine Barkasse nach der anderen bringt seine Mannschaft zum Konvoi. Wenn dieser vollständig zusammengestellt ist, hat er in der Regel an die 30.000 Tonnen geladen. Nächste Station ist die Schleuse Yacyretá, rund 4 Fahrstunden entfernt. Wir navigieren auch noch größere Konvois mit 30 oder 36 Barkassen. Dann reden wir von 50.000 Tonnen Ladung. Das ist viel Verantwortung, viel Gewicht und viel Adrenalin. An der Schleuse Yacyretá ist der Paraná zu einem riesigen Stausee geworden. 1998 wurde hier ein Wasserkraftwerk eingeweiht, das ein Viertel des argentinischen Strombedarfs deckt. Die gigantische Aufstauung mit einem Damm von über 60 Kilometern Länge ist umstritten. Das Ökosystem der Gegend wurde dadurch aus dem Gleichgewicht gebracht. Das Team von Kapitän Hugo Matesic aus Paraguay ist auf der Rückreise in die Heimat. Wir schleppen 16 Barkassen und pro Schleusung bringen wir 4 davon auf die andere Seite. Die Schleuse überbrückt 35 Höhenmeter. Ein Transportzug dieser Art ist hier in Yacyretá einen Tag lang mit dem Umsetzen beschäftigt. Jeder hat so seine Welt, nicht wahr? Mir macht dieser Beruf riesig Spaß. Deswegen mache ich ihn auch. Es ist meine Leidenschaft. Jeder Tag ist anders. Da gibt es immer Details, die unterschiedlich sind und das ist auch gut so. Es ist eine Arbeit in der Natur und das gefällt mir. Die Barkassen sind leer. Ihre Ladung hat die Mannschaft in Argentiniens zweitgrößter Stadt Rosario gelassen. Rund 800 Kilometer und 8 Tage Flussfahrt von hier entfernt. Während täglich Dutzende von Konvois den Paraná befahren, liegt südlich vom Fluss eines von Argentiniens schönsten Naturparadiesen. Die Esteros del Iberá sind mit 13.000 Quadratkilometern Ausdehnung das zweitgrößte Sumpfgebiet der Erde. Die UNESCO prüft ihre Aufnahme ins Weltkulturerbe. Ein unberührtes Stück Land mit intakter Flora und Fauna. Tiere wie den Kaiman, eine nur in Südamerika heimische Unterart des Alligators, sieht man hier häufig. Eine nur schwer zugängliche Gegend. Wie man sich im Sumpfgebiet am besten fortbewegt, wissen die Baqueanos, wie Pedro Leiva am besten. Baqueano ist ein Name für die ortskundigen Bewohner der Esteros. Wir sind Baqueanos. Wir reiten sowohl durch den Sumpf als auch über die Felder. Wir transportieren unser Vieh auf Booten, die von Pferden gezogen werden. Oder die Pferde ziehen Boote mit anderen Waren durch die Esteros. Es ist anstrengend, aber die einzige Form, hier durchzukommen, ist mit Pferden und Booten. Bis heute ist das Ziehen der Kähne mit Hilfe von Pferden das einzige Fortbewegungsmittel. Durch die Esteros führt nicht eine einzige Schotterpiste, geschweige denn eine geteerte Straße. Ganz ungefährlich ist das nicht.
Ich komme von hier und für mich ist es egal, ob ich bei Tag oder bei Nacht hier reite. Ich kenne mich aus und ich finde immer nach Hause. Das einzig Gefährliche ist der Kaiman. Aber wenn du ihn nicht hinterherjagst, beißt er auch nicht. Das Wasser ist unterschiedlich tief in den Esteros. Manchmal so tief, dass die Pferde nicht mehr stehen können. Die Bakeanos schwimmen dann mit den Tieren. Ein Spektakel, dessen touristisches Potenzial man erkannt hat. Kleinere Touristengruppen können Ausflüge mit den Bakeanos machen. Massentourismus will man aber nicht. Den Einheimischen ist der Erhalt ihrer Natur wichtig. Es gefällt ihnen sehr zu sehen, wie wir hier leben. Manche wollen gar nicht mehr weg. Vor kurzem war ein 10-jähriges Mädchen aus der Provinzhauptstadt Corrientes hier. Sie war mit ihrem Vater gekommen und wollte nicht mehr gehen. Sie hat sogar ein bisschen geweint. Gerade an der Stelle, wo der Paraná zu einem international wichtigen Schifffahrtsweg wird, befindet sich im Hinterland ein noch unberührtes Stück Erde. Die Bakeanos verlassen sich auf ihren Orientierungssinn. Handys haben sie keine und auch kein GPS. Die Esteros del Iberá haben aber noch mehr zu bieten. Am anderen Ende des Sumpfgebietes, nahe von Carlos Pellegrini, befindet sich ein ambitioniertes Projekt zur Artenerhaltung. Die Biologin Talia Zamboni arbeitet hier für die Stiftung des verstorbenen US-Umweltaktivisten Douglas Tompkins. In dieser Gegend ausgestorbene Tiere werden wieder eingeführt, betreut und schließlich ausgewildert. Die Unberührtheit der Esteros del Iberá soll dabei helfen. Die Idee ist, diese Arten wieder zurückzubringen. Wir bekommen Tiere von Zoos, aber auch von Rettungsstationen. Das sind zum Beispiel Pekaris, Tapire oder Guacamayo-Papageien. Die Tiere haben ein Leben lang in Gefangenschaft verbracht, in Käfigen. Hier haben sie zum ersten Mal die Chance, frei zu sein. Auch nach der Auswilderung der Tiere geht die systematische Überwachung ihrer Entwicklung weiter. Alle freigelassenen Tiere tragen ein Funkhalsband, einen Sender, der ein Signal abgibt. Wenn der Signalton lauter wird, wissen wir, wo sich das Tier befindet. Wir müssen vielleicht ein bisschen laufen. Talia und ihre Assistentin suchen einen Ameisenbären, der aber scheinbar zu weit entfernt ist. Deswegen statten die beiden einem noch nicht ausgewilderten Artgenossen einen Besuch ab. Alonso ist ein Ameisenbär, der hier geboren wurde. Seine Mutter war hier wieder angesiedelt worden, aber letztes Jahr hat sie ihr Junges verlassen. Noch wird Alonso hinter Gittern betreut. Behutsam weckt Talia das schlafende Tier, das sie nicht zu sehr erschrecken will. Sie hat einen Proteindrink vorbereitet, den Alonso mit seiner langen Zunge problemlos schlürfen kann. Auch seine natürliche Nahrung, Ameisen, soll er erkennen lernen. Deswegen setzt ihm die Biologin einen Ameisenhügel vor. Er hat diesen Instinkt, das merkt man sofort.
Kaum sieht er einen Ameisenhügel, versucht er ihn mit seinen Krallen aufzureißen. Noch kann sich Alonso nicht wirklich entscheiden, ob ihm der Drink aus der Flasche oder seine natürliche Nahrung besser schmeckt. Auch Jaguare sollen wieder ausgewildert werden. Zusammen mit ihrer Kollegin Natalia überwacht Talia 8 dieser Tiere. Allen wurden Namen gegeben. Tanja kommt aus einem Zoo. Sie hat nie zuvor gejagt oder auch nur eine lebende Beute gesehen. Aber als wir ihr zum ersten Mal lebende Beute angeboten haben, sorgte ihr Instinkt dafür, dass sie zupackt. Begonnen hat das Projekt mit 2 Raubkatzen aus Brasilien, die der Stiftung geschenkt wurden. Sie pflanzten sich fort und nähren die Hoffnung, dass die Initiative erfolgreich wird. Jaguare gibt es im Land kaum mehr, obwohl das Tier den argentinischen 500-Peso-Schein schmückt. Die ganzen Jahre, in denen verschiedene Arten gejagt wurden, haben den Tierbestand verändert. Der Jaguar hat dadurch seine natürliche Beute verloren. Also hat er sich seine Nahrung woanders gesucht, oft auf Viehfarmen. So begann der Konflikt mit den Menschen. Der Jaguar wurde massiv bejagt. Auf Farmen gab es sogar meistens jemanden, der darauf spezialisiert war, den Jaguar zu töten. Es ging aber auch um sein schönes Fell. Hier in der Provinz hat man den letzten Jaguar vor 60 Jahren gesehen. In ganz Argentinien gibt es nur noch 250 Exemplare. Das ist nur sehr, sehr wenig. Tanja, die Jaguardame, ziert sich etwas. Aber der Instinkt sagt ihr schließlich, doch mal nach dem Rechten zu sehen. Dieses Weibchen zeigt typisches Territorialverhalten. Sobald sie riecht, dass jemand Neues da ist, fängt sie an, sich so zu verhalten. Sie markiert ihr Territorium. Wenn wir näher rangehen, dann zeigt sie vermutlich die Zähne oder fängt an zu brüllen. Das ist ihre Art zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Der Jaguar soll zurückkommen. Die Messlatte liegt hoch für die Biologin. Aber schon in naher Zukunft können die ersten Tiere ausgewildert werden. Der König des Paraná wird bald wieder sein natürliches Territorium bewohnen. Und das ohne Käfige und Gehege. Zurück am Paraná, der hier die argentinischen Provinzen Corrientes und Santa Fe trennt. In der Stadt Goya ist die nächste Brücke über den Fluss weit weg. Sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden. Relativ abgeschnitten von der reicheren Nachbarprovinz Santa Fe auf der anderen Flussseite scheint es hier manchmal so, als stünde die Zeit still. Die wirtschaftliche Lage in Goya ist schlecht, das Überleben oft schwierig. Die Menschen müssen mit einfachen Mitteln arbeiten, wie hier in den Flussauen. Das hier ist eine Ziegelei. Wir machen die Ziegel aus Schlamm, der von Pferden plattgetreten wird. Germán Gómez ist der Chef dieser Manufaktur unter freiem Himmel. Das sind die Ziegel, die wir fertigen. Ziegel, die dann später zum Bauen von Häusern verwendet werden.
Heute sind nur wenige Leute hier, aber es leben viele Familien davon. Verdient wird mit der Ziegelproduktion nicht viel. Und so wird auf Altbewährtes gesetzt. Oft bleibt gar keine andere Wahl. Der ist von 1969, beinahe älter als ich. Als wir mit der Ziegelei vor 20 Jahren angefangen haben, gab es vielleicht alle 4, 5 Jahre mal ein Hochwasser. Das hat sich seitdem aber verändert. Erst war es einmal im Jahr und jetzt werden wir ungefähr alle 6 Monate überschwemmt. Wahrscheinlich wegen der Berge im Norden und dem Schmelzwasser. Es gibt einen totalen Klimawandel. Germán kämpft nicht nur mit seinem Pickup-Truck aus einer anderen Zeit, sondern auch immer mehr mit modernen Umweltproblemen. Wenn der Paraná über die Ufer tritt, kann er keine Ziegel herstellen. Auch in den ärmeren Vierteln am Flussufer müssen die Menschen dann regelmäßig ihre Häuser verlassen und hoffen, dass sie bei ihrer Rückkehr nicht ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. ...24 Stunden nachdem der Ziegelofen angefeuert wurde, ist es für Germán Zeit nachzusehen, ob der Brennprozess erfolgreich war. Das Feuer war glühend heiß. Seht ihr, innen drin ist es hohl. Die Ziegel sind fertig. Tausende davon werden bei einem Brennvorgang hergestellt. Da kommst du mit dem Hammer nicht durch. Der hier ist schon verbaut, der bewegt sich keinen Millimeter. Das ist absolut sicherer Ziegel. Goya liegt gegenüber der Provinz Santa Fe, deren gleichnamige Hauptstadt weiter südlich am Paraná liegt. Noch weiter flussabwärts beginnen Argentiniens Überseehäfen. Einer der größten und ältesten ist der von San Lorenzo. Waren aus Argentinien, Paraguay und auch Bolivien treten von 30 internationalen Terminals aus ihre Reise über die Weltmeere an. Oscar und Matthias Bongiorno, Vater und Sohn, arbeiten als Hafenagenten für die städtische Aufsichtsbehörde des Großhafens. Ich habe das mehr oder weniger in die Wiege gelegt bekommen. Seine Leidenschaft hat mich angesteckt. Es ist eine sehr internationale Arbeit. Du kommst mit Menschen aus aller Welt zusammen. Du gehst auf die Reise, ohne von zu Hause wegzufahren. Du lernst andere Sitten kennen, anderes Essen, sprichst mit anderen Leuten, ohne deine Heimat zu verlassen. Die beiden kontrollieren auch im Auftrag der Reedereien Schiffspapiere und Ladevorgänge. Auf diesem Frachter, der unter der Flagge der Virgin Islands fährt, stammt die Mannschaft aus China. Das von den Barkassen hierher transportierte Soja wird in San Lorenzo auf Hochseeschiffe verladen. Der Paraná ist an dieser Stelle tief genug und Staustufen gibt es bis zum Atlantik keine mehr. Wie lange braucht ihr noch zum Laden? Ich denke, morgen sind wir fertig. Morgen früh? Ja, vielleicht schon um 1 Uhr nachts. Und welchen Hafen lauft ihr dann an? Mit dieser Ladung? Jordanien.
Argentinien ist das weltweit führende Exportland von Tierfutter auf Sojabasis. Hauptabnehmer ist China. Aber auch europäische Fleischproduzenten sind zuverlässige Kunden. Soja ist für Südamerika Segen und Fluch zugleich. Leider ist das Soja-Business sehr groß und Argentinien hat in der Vergangenheit auf Monokulturen gesetzt. Das ist für die Umwelt katastrophal, weil mit der Zeit die Böden kaputt gehen. Dann brauchst du immer mehr chemische Dünger, die stark krebserregend sind. Agrarchemie. Und wir müssen zugeben, dass dadurch ganze Bevölkerungsteile in Gefahr sind. Heute hat die Politik teilweise umgedacht und man versucht, diesen Umweltschaden zu vermeiden. Wir müssen aber auch sagen, dass die argentinische Wirtschaft weitgehend auf Rohstoffe ausgerichtet ist, wie Soja oder anderes Getreide. Die Wirtschaft hängt davon ab. Nur so kann sie funktionieren. Der Export ist extrem wichtig für das Land, wenn es als Staat überleben will. San Lorenzo verschifft heute schon fast die Hälfte aller argentinischen Getreideprodukte. Der riesige Hafen wächst beständig an. Dabei befindet er sich noch rund 450 Kilometer vom Meer entfernt. El río para mí es vida. Todo lo que sea agua es vida. Der Fluss heißt für mich Leben. Überall, wo Wasser ist, ist Leben. Schon seit der Frühzeit haben sich die Menschen immer in der Nähe des Wassers niedergelassen. Der perfekte Ort für das Zusammenleben oder den Handel. Das ist schon seit den Phöniziern so, seit den Ägyptern. Der Paraná ist für mich alles, meine Arbeit, meine Familie, alles. Der Fluss zieht am Wochenende und an Feiertagen auch Hobbyfischer aus der Gegend von San Lorenzo an. Vom Glanz der großen, weiten Welt und den Milliardenerträgen aus der Sojawirtschaft ist nicht viel zu sehen. An vielen Hafenterminals sind die Paraná-Ufer nicht frei zugänglich. Anders hier, in unmittelbarer Sichtweite des Überseeschiffes aus China. Sie beladen das Schiff die ganze Zeit. Mal laden sie hinten was ein, dann wieder vorne. Wir sind daran gewöhnt. Wenn die keinen Lärm machen, dann kommen weniger Fische. Genau. Wenn das Schiff nicht da ist, gibt es weniger Fisch. Alejandra Schütz und ihre Familie ziehen oft einen Fisch, den sie Mocholo nennen, aus dem Wasser. Einen Antennenwels. Im Paraná, wie auch in anderen südamerikanischen Gewässern, ist dieser Süßwasserfisch keine Seltenheit. Jeden Sonntag sind wir hier. Ich bleibe meistens bis Montag früh um 6, auch wenn es eiskalt ist, sogar bei Frost im Winter. Mit Eis im Gesicht, hier. Das Fischen ist für die Menschen eine notwendige Einkommensquelle. Kilo. 25 Kilo. In 8 Stunden Arbeit. Auf solche Mengen kommt auch Alejandra Schütz bei ihren Wochenendausflügen, obwohl die Fangquote schon besser war. Wir ziehen viel weniger raus, viel weniger als noch vor 5 Jahren. Es gibt zu viel Verschmutzung durch Zellulose und Chlor. Auf der anderen Flussseite riecht alles nach Chlor. Vor ein paar Jahren haben sie Fische ohne Haut rausgeholt, mit roten Flecken. Warum, weiß ich auch nicht.
Von San Lorenzo aus begibt sich der Paraná auf seine letzte Etappe. Schon oberhalb von Rosario beginnt das über 300 Kilometer lange Paraná-Delta, das bis kurz vor die Tore von Buenos Aires reicht. Es ist das einzige der Welt, das nicht in ein Meer mündet, sondern in einen anderen Fluss, den Rio de la Plata. Das weit verzweigte Delta mit seinen vielen Nebenarmen wird immer mehr von Menschen bevölkert, die der lauten und chaotischen Weltmetropole Buenos Aires entfliehen wollen. Martín Nunziata hingegen kam schon vor 40 Jahren nach Tigre. Die Buenos Aires vorgelagerte Stadt besteht aus mehreren Inseln und ist Ausflugsziel für Hauptstädter und Touristen. Nur wenige Kilometer sind es bis zu der Stelle, wo der Paraná zum La Plata wird. Der lange Strom kommt an sein malerisches Ende. Hier hat sich Martín niedergelassen. So kündigen wir uns an. Doch schon bald nachdem er ins Delta gezogen war, verwandelte sich Martín zu einem Pionier des Umweltschutzes. Zu einem Zeitpunkt, als das Wort Ökologie in Argentinien noch gänzlich unbekannt war. Mit dabei war von Anfang an seine Frau Viviana. Sie haben gemeinsam fast 4 Jahrzehnte Umweltengagement hinter sich. Der hier hat 1993 versprochen, dass der Fluss Riachuelo in 1000 Tagen sauber sein wird. Dieser Herr. Die Schuldigen haben Namen und Adresse. Schau mal, das bin ich. Da hattest du noch schwarze Haare. Und wie klein Fernando da war. Und mit Haaren. Als wir hier ankamen, dachten wir, das ist das Paradies. Aber dann ist uns klar geworden, dass alle Paradiese auf der Welt ständig in Gefahr sind. Und so begann unsere Umweltarbeit. Das fing mit der Wasserverschmutzung an, als wir gesehen haben, wie die Fische sterben. Wir haben uns gefragt, wenn die sterben, kann uns dann auch was passieren. Das Wasser ist ja für die Fische und uns dasselbe. Und danach haben wir immer weitergemacht, seit 40 Jahren jetzt schon. In Tigre genügt ein Blick von oben, um festzustellen, dass die Wasserqualität in den Nebenkanälen sehr unterschiedlich ist. Was soll man machen? Hier leben 4 Millionen Menschen ohne Abwassersystem oder Kläranlagen. Das ist die eine Seite. Das andere sind die Industrieanlagen. Sie stellen Textilien her, sie galvanisieren, sie machen Autoreifen und dann sind da die Schlachthöfe. Alles wird in den Fluss geleitet. Dem Paradies im Paraná-Delta droht der Kollaps. Martín weist unaufhörlich darauf hin, dass mit der Verschmutzung des Wassers Schluss gemacht werden muss. Das führt zu allen möglichen Krankheiten. Zu den weniger schlimmen gehören Hautkrankheiten. Wenn du das Wasser aber in den Mund bekommst, dann reden wir von Gastritis, Colitis und auch immer mehr Hepatitisfällen. Vor allem die Armenviertel unmittelbar an den Kanälen sind betroffen. Die Verschmutzung ist aber auch eine Gefahr für die Menschen in den zahlreichen Neubauten in Tigre. In den 40 Jahren haben wir Drohungen erhalten und sind auch regelmäßig gescheitert.
Aber wir haben unzählige Demonstrationen organisiert, Gesetzesvorschläge im Nationalkongress eingebracht. Wir haben überall protestiert, wo wir es für nötig hielten. Mit direkten Aktionen, mit Anzeigen und Gerichtsprozessen. Wir mussten vieles lernen, aber wir protestieren nicht nur, wir machen auch Gegenvorschläge. Das ist unser Ansatz. No somos protestantes, somos propuestantes, que esa era un poco la idea. Noch immer fehlt es in Tigre an echten Umweltkonzepten. Aber Martin will nicht aufgeben. Was bleibt dir übrig, außer den Jüngeren zu sagen, dass der Kampf weitergehen muss? Ich weiß, dass ich das hier nicht mehr sauber erleben werde. Von Beruf eigentlich Pilot, gibt Martin sein Wissen an die nächsten Generationen weiter. Immerhin, anders als noch vor 4 Jahrzehnten ist er schon längst nicht mehr der Einzige, der sich im Paraná-Delta für Umweltschutz einsetzt. Die Hoffnung auf Besserungen im Delta lebt weiter. In Buenos Aires endet der Paraná. Nach seinem über 3000 Kilometer langen Weg durch Brasilien, Paraguay und Argentinien. Durchquert er auf seinem Verlauf zumeist ländliche Gefilde, erreicht er mit der Mündung in den La Plata eine der größten Metropolen Südamerikas. Dort, wo er entsteht, im idyllischen Hinterland des brasilianischen Bundesstaates São Paulo, sind die Hochhaustürme am La Plata noch weit. Doch eines charakterisiert den Paraná in allen 3 Ländern, die er durchfließt. Seine Schönheit ist überall dort bedroht, wo sich der Mensch rücksichtslos gegenüber der Natur verhalten hat. Noch ist es nicht zu spät, um eines von Südamerikas großen Naturparadiesen zu schützen und zu erhalten. Die Menschen brauchen den Paraná, diesen ökologisch und ökonomisch wichtigen Strom. Diesen Fluss, der so ist wie das Meer.